Das hier ist der neue Ecovacs Deebot T90 Pro Omni und den haben wir für euch aufs Genaueste getestet. Wenn du ein Smart Home Fan bist und wissen willst, wie der neue Ecovacs Roboter performt oder sogar überlegst, dir diesen hier zu kaufen, hast du bestimmt einige Fragen. Wie gut wischt er? Wie gut kann er Hindernissen ausweichen? Funktioniert die Selbstreinigung? Und was ist mit dem Teppich? Keine Sorge, wir haben uns genau das Gleiche gefragt. Also schau dir das Video unbedingt bis ganz zum Schluss an, denn der neue Low-Budget-Roboter aus dem Hause Ecovacs hat uns vor allem in einer Disziplin richtig umgehauen. Wir testen bei Smart Home Fox seit über 5 Jahren Saugroboter und Wischroboter und tun unser Bestes, dich vor Fehlkäufen zu schützen und dir nützliche Infos und Testberichte über das Neueste aus der Smart Home Welt zu liefern. Von Fensterputzrobotern bis zu Mährobotern, wir haben schon wirklich alles getestet. Wenn du Technik interessiert bist und Unterhaltung liebst, dann schau dir doch gerne mal unsere anderen Testvideos an und abonniere unseren Kanal für wöchentliche Smart Home Videos. Vor allem bei Saugwischrobotern haben wir schon unendlich viele verschiedene Testvideos gemacht. Aber dieser Deebot T90 Omni Pro hat einige Features mitgebracht, die sogar uns überrascht haben. Übrigens, alle unsere Testberichte und ausführlichen Vergleiche, die findest du auch auf unserer Website www.smart-home-fox.de. Der Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem großen Faktencheck an. Der Deebot T90 Pro Omni von Ecovacs kostet 799 €, was für einen Wischroboter mit Wischwalze ein echter Hammerpreis ist. Und natürlich kommt der T90 mit einer Omni-Station, die dir viele Wartungsaufgaben abnimmt. Außerdem hat er eine sehr lange bzw. breite Wischwalze und hat satte 30.000 Pascal Saugleistung. Das klingt gut, oder? Auf dem Papier zumindest. Wir vertrauen keinem Datenblatt, nur unseren eigenen Tests. Also legen wir los. Fangen wir mit dem Design des Roboters an. Ich finde, das wirkt irgendwie schlicht, aber irgendwie auch schick, edel und hochwertig. Die geriffelte Oberfläche hier sieht nicht nur gut aus, sie ist auch praktisch, denn Fingerabdrücke gibt es quasi nicht. So kleine Details wie zum Beispiel das fluffige Ende hier der Walze ist nicht nur funktional, nämlich die Leiste soll ja nicht zerkratzt werden, sondern sieht auch edel aus. Mit 9,8 cm ist er nicht wirklich flach. Es gibt Modelle um die 8 cm, aber mit der Höhe kommt er auch unter die meisten Möbel. Und für einen Wischwalzenroboter gehört er schon zu den flacheren. Die Station ist ebenfalls hochwertig verarbeitet, sieht gut aus. Man nimmt hier dieses Riffelmuster auf. Allerdings nimmt sie mit ihren knapp 50 cm Höhe und 34 cm Breite schon einiges an Platz weg. Das solltet ihr bei der Aufstellung auf jeden Fall einplanen. Praktisch ist auch, hier hinten ist ein kleiner Tragegriff. Kennst du das beim Klettern, wenn du so eine schwere Route hast und hast nur so für die Fingerkuppen was zum Festhalten? So ist auch der Tragegriff hier, wenn du die Station in die 2. Etage tragen möchtest. Und ein Kabelmanagementsystem auf der Rückseite sucht man vergeblich. Tragisch? Naja, geht so. Wenn du dir das Gerät zum aktuellen Kurs im Shop anschauen möchtest, dann schau mal in der Beschreibung, da findest du den Link. Kommen wir zu den wichtigen Dingen, und zwar fällt mir da als erstes der Saugtest ein. Und hier gehen wir ans Eingemachte. Was steckt jetzt in diesem T90 drin? 30.000 Pascal Saugleistung. Das klingt doch irgendwie nach Raketenantrieb, ganz im Geiste der Zeit. Kann der T90 mit der Artemis 2 einmal um den Mond? I don't know. Auf jeden Fall am Ende, die Saugstärke allein macht noch keinen guten Roboter. Entscheidend ist, was die Hauptbürste, der Luftstrom etc. damit anfängt. Ecovacs hat hier wieder einen draufgelegt und setzt beim neuen T90 auf die Zero Tangle. Du wirst es erraten, wenn du unserem Kanal folgst. 4.0 Technologie mit Blast, also dem optimierten Luftstromkanal. Und eine spezielle Anti-Verhedderungstechnologie bringt der Ecovacs natürlich ebenfalls mit. Die Haare sollen damit direkt in den Staubbehälter gesaugt werden, ohne sich zu verheddern. Die Idee ist nicht neu. Funktioniert's? Im Test hat das wirklich
funktioniert. Alle Haare landeten tatsächlich sauber im Behälter. Die Bürste hier ist tatsächlich nur an einem Ende aufgehängt. Durch die Rotation arbeiten sich die Haare entlang der Bürste in Richtung Saugöffnung und landen anschließend sauber im mobilen Staubbehälter. Auch die Seitenbürste ist so verarbeitet, dass sich da keine Haare verfangen können. Und die Aufhängung hier bietet kaum Angriffspunkte für Haare, also wo sie sich verheddern könnten. Jetzt schauen wir mal den Extremtest auf unserem Fliesenboden an. Wir haben 3 Materialien getestet. Grobe, schwerere Linsen, Haferflocken und den feinen Sand. Bei den Linsen hat der T90 ganze 90% aufgesaugt. Nur ein kleiner Rest blieb in unserem Test liegen. Das sieht sehr gut aus. Linsen werden an sich gut eingesaugt, aber es verbleibt immer ein kleiner Rest auf dem Boden. Das mag auch dem Boden geschuldet sein, weil der so ein bisschen uneben ist und da sieht es so aus, als hätte der Ecovex ein bisschen Probleme. Die Seitenbürste dreht sich einigermaßen langsam, weshalb die Linsen eigentlich kaum durch die Gegend gewirbelt werden. Das ist immer eigentlich Grundvoraussetzung für ein gutes Saugergebnis. Bei Haferflocken war das Ergebnis mit 80% tatsächlich am schwächsten. Und das hat einen klaren Grund. Die Seitenbürste hängt etwas zu hoch und erwischt deshalb flache Partikel auf dem Hartboden manchmal nicht vollständig. Bei normalen Alltagsschmutz merkt man das quasi nicht. Wir haben hier eine Extremsituation simuliert, da fällt es schon ein bisschen auf, ist aber im Alltag auch ein eher seltener Verschmutzungsgrad. Sand schafft er im zweiten Durchgang dann auf insgesamt 94%. Das ist ordentlich. Auf dem Teppich sieht die Welt schon ganz anders aus. Linsen 100%, Haferflocken 94%, Sand 70%. Hier macht sich die Blastechnologie bemerkbar. Die Saugkraft zieht tief in den Teppich. Insgesamt eine starke Vorstellung auf Teppichboden. Denn wie du hier siehst, ist der Teppich dann tatsächlich recht sauber. Und das ist wirklich eine starke Leistung. Denn der Teppich ist in der Regel die größte Herausforderung für die Saugroboter, denn der Schmutz sitzt tief und fest. Einen Punkt müssen wir an dieser Stelle ansprechen, und zwar ehrlich. Die Seitenbürste ist mal wieder nicht ausfahrbar. Ecovex, was ist da los? Das ist das 18. Modell in Folge, wo die Seitenbürste nicht ausfahrbar ist. Aber wir lieben ausfahrbare Bürsten. Ich verstehe es nicht ganz, warum das jetzt so ist, warum Ecovex sich jetzt weiterhin für diese nicht ausfahrbare Seitenbürste entschieden hat. Denn sowohl die Konkurrenz als auch im eigenen Haus gibt es ja Modelle, zum Beispiel der X8 Pro Omni. Ich packe dir mal hier den Link zum Video hin. Ist ein Auslaufmodell, aber spannend. Da setzt der Ecovex zuletzt auf die ausfahrbare Seitenbürste. Kurze Zwischenfazit: Beim Saugen auf dem Hartboden und in den Ecken bisschen ausbaufähig, auf dem Teppich doch mit einer sehr starken Performance. Aber jetzt kommt das, worauf wir alle gewartet haben: der Wischtest mit der extra breiten Wischwalze. Wenn du persönliche Beratung möchtest beim Kauf eines Saugroboters, es gibt ja so viele verschiedene Geräte, welches ist der richtige für dich? Dann schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zu unserem kostenlosen Saugroboter-Berater und wir beraten dich da einfach persönlich. Und das Beste ist, kostet nichts. Man könnte es als das Herzstück dieses Roboters bezeichnen, das Wischsystem. Ecovex hat beim T90 Pro Omni die Osmo Roller 3.0 Technologie verbaut. Und das Besondere daran ist im Prinzip die 50% längere Wischwalze. Also in total kommen wir hier tatsächlich auf 27 Zentimeter. Vergleich zum Vorgänger, das bedeutet mehr Fläche, bessere Abdeckung, in der Summe schnellere Reinigungsfahrt. Und dazu kommt, die Wischwalze reinigt sich in Echtzeit selbst. Ganz in Manier eines Wischwalzen-Wischroboters. Mit 32 druckbelasteten Strahlrichtungen bis zu 200 Umdrehungen pro Minute wird die Walze gereinigt. Und jetzt kommt der ultimative Wischtest. Wir haben Kaffee, Joghurt, Ketchup und Senf auf den Boden gekleckst und den T90 drüber geschickt. Kaffee und Joghurt nach einem Durchgang weg. Sauber. Bei Ketchup und Senf waren nach 2 Durchgängen noch ca. 20% auf dem Boden, also Schmutzrückstand, aber schon deutlich besser als viele Vergleichsgeräte. Man merkt, dass der Roboter die Walze mit ordentlich Druck auf den Boden presst. Dadurch wird der Schmutz deutlich besser gelöst. Und vor allem, die Realtime-Selbstreinigung funktioniert blendend. Nach dem Extremtest haben wir den Boden noch einmal mit einem Wischtuch abgewischt und wie du hier siehst, dabei gibt es keinerlei sichtbare Verschmutzung.
Das zeigt uns, dass die Realtime-Selbstreinigung der Walze sehr gut funktioniert. Es gibt hier keine Kreuzkontamination zwischen den verschiedenen Räumen oder ähnliches. Und auch im Alltag, also bei normalem Wischdreck, war das Ergebnis durchgehend sehr gut. Auch das Tuch am Boden war nach dem Test sauber und die Wischeinheit nach der Stationsreinigung super, quasi makellos sauber. In der Station ist auch ein Reinigungsmittelfach vorhanden. Das ist immer gut, aber es gibt auch bereits Modelle, welche 2 oder 3 Fächer haben, um da einfach mehr Variabilität reinzubringen. Zum Beispiel verschiedene Bodenreiniger. Zum Beispiel einen Öko-Bodenreiniger und einen probiotischen Bodenreiniger speziell für Tierhaushalte, der einmal in der Woche nochmal die Gerüche extra neutralisiert. Wenn du auf der Suche nach so einem Produkt bist, dann schau mal in die Beschreibung, da findest du einen Link mit Rabattcode. Jetzt lass uns einen Blick an die Leisten und die Ecken werfen. An den Sockelleisten kommt die True Edge 3.0 Technologie zum Einsatz. Die Walze fährt aus und reinigt nah an der Kante. Trotzdem bleibt ein kleiner Seitenrand von etwa 1 cm. In die Ecken kommt der Roboter mit seiner Wischwalze konstruktionsbedingt nicht so gut. Das ist eine physikalische Grenze, eine Limitation, die alle Walzensysteme bis jetzt haben. Und was ist mit Teppichen? Wenn der Roboter auf den Teppich fährt, hebt er die Wischwalze um 15 mm an. Das reicht für die meisten Teppiche, um sie trocken zu halten. Allerdings gibt es auch Modelle, die beim Befahren von Teppichen ein Schutzschild über die Walze ausfahren. Dadurch bleiben dann die Teppichfasern sogar von langfaserigen oder Wuschelteppichen einfach trocken. Und so eine Schutzvorrichtung hat der T90 leider nicht. Für welche Böden ist dieser T90 denn jetzt eigentlich geeignet? Ich würde sagen, vor allem für Hartböden. Die Walze ist relativ unnachgiebig verteilt, das Wasser dafür aber sehr gleichmäßig. Außerdem, was mir richtig gut gefällt, du kannst über die App die Wasserabgabemenge einstellen. Und zwar in bis zu, jetzt pass auf, 50 Stufen. Das ist mal Individualisierung par excellence. Bei unversiegeltem Parkett würde ich diesen Roboter also allerdings eher nicht einsetzen. Da ist es einfach die Gefahr zu hoch, dass das Wasser den Boden aufquillen lässt. Für alle anderen Böden ist die Nutzung in der Regel absolut problemlos möglich. Ein wichtiger Punkt bei jedem Saugwischroboter und besonders auch bei Ecowaxen ist die Navigation. Zur Navigation setzt der T90 Pro Omni auf Mini-TOF. Das ist keine klassische LiDAR-Navigation. In der Praxis bedeutet das, die Navigation funktioniert, ist aber nicht ganz so effizient wie bei LiDAR-Geräten. Der Roboter findet seinen Weg, braucht manchmal aber etwas länger dafür. Wer absolute Effizienz bei der Wegplanung braucht, sollte das berücksichtigen. Die Hinderniserkennung hingegen ist beeindruckend. AIVI 3D 4.0, da ist es wieder. Kombiniert RGB-Kameras mit strukturiertem 3D-Licht und im Test hat das System so gut wie alles erkannt. Kleine Kabel, Schuhe, Socken, Unterwäsche, Zahnbürsten, Teebeutel, Messer, Gabeln, Hundehaufen in verschiedenen Formen und in verschiedenen Größen. Fast alles wurde mit sehr gut bewertet. Nur einzelne Papierstücke wurden nicht zuverlässig erkannt. Das ist aber ein bekanntes Problem bei so super flachen, farblosen Objekten. Was ist uns noch alles aufgefallen? Schwellen und Teppichkanten überwindet der T90 dank dem True Pass Adaptive 4WD Klettersystem zuverlässig. Und wir landen da bei einer Kletterhöhe von bis zu 2,4 cm Höhe. Also das ist absoluter Durchschnitt, kann man sagen. Wenn du einen Kletter-Champion suchst, bist du beim T90 definitiv an der falschen Adresse. Wenn du einen richtigen Kletter-Champion suchst, dann schau dir doch mal hier das Video an. Wir haben wirklich einige Roboter hier aus der Champions League getestet und geguckt, wie hoch die wirklich klettern können. Du wärst erstaunt, was die so drauf haben. Eine der angenehmsten Überraschungen im Test, die Lautstärke. Im leisen Modus messen wir tatsächlich nur 54 Dezibel, kaum hörbar, aber hör mal selbst. Im Standardmodus 58 Dezibel, auch sehr leise und das klingt dann so. Erst im maximalen Modus springt die Lautstärke auf 70 Dezibel, ein deutlicher Unterschied. Und das klingt so. Ich denke, auch das ist für kurze Reinigungen absolut vertretbar. Die Absaugstation ist tatsächlich am lautesten, wenn sie absaugt. 82 Dezibel, kurz laut, aber wirklich nur für ein paar Sekunden.
Die Mop-Walzentrocknung hingegen läuft mit gerade mal 29 Dezibel ab. Das ist leiser als ein Kühlschrank. Keine unangenehmen Pfeifgeräusche, generell ein sehr leises Gerät. Der T90 Pro Omni hat einen 4000 mAh Akku, was per se relativ klein ist. Die meisten Roboter setzen auf einen Akku mit 5200 oder gar 6400. Dafür hat der T90 eine besondere Technologie namens Power Boost, also super Schnellladung. Wir hatten es schon beim X11. Hier, schau mal, da ist das ausführliche Testvideo zum X11. Die Idee dahinter ist ganz einfach erklärt. Statt komplett in die Station zurückzufahren und stundenlang zu laden, holt sich der Roboter in kurzen Intervallen 10% Akku in nur 3 Minuten zurück. Das Ergebnis: sehr große Wohnflächen können in einem Durchgang gereinigt werden, auch auf maximaler Stufe. Und für große Wohnungen und Häuser ist das ein echter Vorteil. Und was ist mit der Reinigung nach der Reinigung? Wer macht den Ecovacs D-Bot T90 Pro Omni denn sauber, nachdem er sauber gemacht hat? Das ist die große Frage, denn ich habe da keinen Bock drauf. Diese Wartung, gerade bei den Walzenrobotern, die ist ausgeufert. Die Omni-Station ist im Grunde der Assistent des Assistenten. Sie übernimmt nach jeder Reinigung automatisch Wischwalze reinigen, Walze trocknen, Staubbehälter entleeren und mobilen Wassertank nachfüllen. Der Frischwassertank fasst 4 Liter, der Schmutzwassertank 2,2 Liter. Damit kommt man je nach Haushalt mehrere Tage ohne manuelles Eingreifen aus. Das Reinigungsmittel wird direkt in der Station dosiert, praktisch und sauber. 2 Punkte, die man ansprechen muss. Die Station hat keinen externen Wasseranschluss, ihr müsst also manuell nachfüllen. Und wenn du in die Station reinguckst, sie verwendet Einwegstaubbeutel, aber es gibt auch eine nachhaltige und kostensparende Alternative mit so einem Reißverschluss. Den kannst du dann immer ausleeren, wenn er voll ist, und so wiederverwenden. Wenn du Bock auf diese Beutel hast, dann schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zum Shop und einen Rabattcode packe ich auch noch dazu. Die Wartung von Roboter und Station ist bei Walzen-Wischrobotern in der Regel etwas aufwendiger. Die Walze lässt sich etwas umständlicher entnehmen. Bei Ecovacs muss man hier zweimal auf den Anknopf tippen, dann fährt sie raus. Roller mop is released. Und dann kann man sie entnehmen. Und ich würde die ab und zu schon mal unter dem Wasserhahn gründlich durchwaschen, obwohl die Station das sauber macht. Zusätzlich solltest du auch die Walzenaufhängung, also die Stelle, wo die Walze am Roboter befestigt ist, regelmäßig kurz reinigen. Dazu kommt hier noch so ein Walzenabstreifen, den musst du abnehmen und es am Waschbecken auswaschen. Interessant ist auf jeden Fall, bei den meisten Walzenrobotern haben wir noch so einen mobilen Schmutzwassertank, den man dann regelmäßig auch noch durchspülen muss. Den gibt es hier bei dem T90 tatsächlich nicht. Also der muss irgendwo da drin sein, man kann ihn aber nicht öffnen. Also ich hoffe mal, das Gerät fängt nicht irgendwann brutal an zu stinken. Apropos Gestank, vielleicht kennst du das, wenn du deinen Schmutzwassertank eine Zeit lang nicht ausleerst, weil du im Urlaub warst oder es einfach vergisst, weil der Alltag mit Kindern und Haustieren und alles chaotisch. Also so geht mir es zumindest. Auf jeden Fall, nach ein paar Tagen fängt es tierisch an zu stinken und da gibt's jetzt ein Produkt, das nennt sich Tankerfrischer. Mein Favorite ist Toskana, und wenn du den da reinschüttest, dann fängt es eben nicht an zu stinken, und wenn du daran Interesse hast, dann schau mal in der Beschreibung, findest du einen Link mit Rabattcode. Also für einen Wischroboter mit einer Walze ist die Wartung gut gelöst. Man merkt, Ecovacs schraubt hier an den richtigen Stellen. Das war schon deutlich komplizierter bei vergangenen Modellen. 2 Daumen hoch. So, wir wissen, dass viele von euch Fans von App-Features sind, und die habt ihr bei Ecovacs. Die Ecovacs-App ist übersichtlich und bietet einen vereinfachten Modus. Das ist besonders praktisch für ältere Nutzer oder alle, die keine Lust auf komplizierte Einstellungen haben. Wenn du hier alle Infos zur Ecovacs-App haben willst, wir haben hier ein ausführliches Video. Hier oben ist der Link. Gibt's viele Tipps und Tricks. Wer lieber spricht als Tipp, der eigene Sprachassistent Iko ist an Bord. Einfach: okay, Iko. Anja. Oh. She's here. Und besonders lustig ist, dass man die Sprache einstellen kann, und im Moment ist er auf indisches Englisch eingestellt. Okay, Iko, hörst du zu? Go ahead. Alexa und Co. funktionieren ebenfalls. Meta-Unterstützung ist an Bord. Bonus: Kameras erlauben euch von unterwegs einen Blick in die Wohnung zu werfen. Lasst uns ein Fazit ziehen. Der D-Bot T90 Pro Omni ist ein starker Allrounder mit besonderer Stärke beim Wischen. Die selbstreinigende Wischwalze ist wirklich beeindruckend gewesen. Die Hinderniserkennung funktioniert sehr, sehr gut. Schwächen hat er auch.
Vor allem hat mich gestört, dass die Seitenbürste nicht ausfahrbar ist und die Saugleistung im Extremtest auf Hartboden war mittelmäßig. Was unserer Ansicht am Design liegt, aber dann im Alltag tatsächlich nicht wirklich ins Gewicht fällt. Und jetzt zu der einen wichtigsten Frage für potenzielle Käufer, die Kohle. 799 €, das ist nicht wenig. Aber schauen wir, was man dafür bekommt. Eine selbstreinigende Wischwalze, eine vollautomatische Omnistation, 30.000 Pascal Saugleistung, Powerboost Akku, AIV 3D 4.0 Hinderniserkennung und ein hochwertiges Design. Für einen Wischroboter mit Walzentechnologie und Vollstation ist das ein wirklich fairer Preis. Vergleichbare Geräte mit ähnlichem Funktionsumfang kosten oft deutlich mehr. So. Und jetzt zurück zur Anfangsfrage. Lohnt sich der Ecovacs Depot T90 Pro Omni denn jetzt und solltest du ihn dir kaufen? Also, wenn du wirklich mich fragst, wenn du das Wischen in den Vordergrund stellst und hartnäckige Verschmutzung loswerden willst, dann bist du hier vielleicht an der richtigen Adresse. Wenn du eine große Wohnfläche hast und dank Powerboost ohne Unterbrechung reinigen möchtest, könnte es ein guter Kauf für dich sein. Und zu guter Letzt, wenn du ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis suchst und nicht das teuerste auf dem Markt brauchst, dann machst du hier wirklich nichts falsch. Wenn du jetzt immer noch nicht richtig sicher bist, ob der T90 Pro Omni der richtige für dich ist, dann schau mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zu unserem Saugroboter-Berater. Und das Coole ist, da kannst du dich beraten lassen von uns persönlich und das Beste ist, es kostet dich nichts. Hat euch das Video geholfen? Habt ihr noch weitere Fragen? Und vor allem, was sagt ihr zum Ecovacs Depot T90 Pro Omni? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt's in die Kommentare unter dem Video und ich freue mich auch wirklich, eure Meinung zu hören. Ansonsten lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Test. Bis dahin, Peace.